Er ist nach einer Corona-Infektion an ME/CFS erkrankt. Er hat seinem Leben an seinem 22. Geburtstag ein Ende gesetzt. Sein letzter Wille war es, auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Deshalb sind Samuels Mutter und sein behandelnder Arzt heute Gast bei Hinter den Schlagzeilen. Einen schönen Nachmittag. Herzlich willkommen bei Hinter den Schlagzeilen am Donnerstag. Schön, dass Sie die nächsten 30 Minuten gemeinsam mit uns verbringen. Heute sprechen wir über eine Schlagzeile, die viele Menschen berührt hat, und zwar diese hier: Mein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Gesagt hat es ein junger Mann namens Samuel, der mit seinem Posting für Aufruhr gesorgt hat. Er hat nämlich geschrieben: Ich bin Samuel, 21, leide an ME/CFS und in 12 Tagen sterbe ich. Mit diesem Posting wollte er auf das Leiden von Betroffenen aufmerksam machen und aufrütteln. Genau das nehmen wir zum Anlass, um heute darüber zu sprechen. Und zwar unter anderem mit Samuels behandelten Arzt, Dr. Andreas Winkler, ist bei uns. Einen schönen Nachmittag. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben natürlich auch Samuels Mutter ins Studio eingeladen. Sie hat gesagt, sie fühlt sich noch nicht bereit dazu. Es ist erst ganz kurz her, dass ihr Sohn verstorben ist. Sie hat uns allerdings gestattet, sie zu Hause zu besuchen. Unsere Kollegin Hanna Hager hat das gemacht, ist nach Zwettl in Niederösterreich aufgebrochen, und die Mutter von Samuel hat eine ganz wichtige Botschaft an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Was ich einfach sagen möchte, dass dass die Leute das jetzt wirklich in seinem Sinne weitertragen. Dass die sagen, okay, die Krankheit gibt's. Oder wie er gesagt hat, wenn die wer fragt, wie es da helfen können oder wie es mir helfen können, dann sag ich ihnen einfach, sie sollen es weiter erzählen. Die Krankheit gibt's und deinen Leuten geht's schlecht. Und die sollen gesehen werden und sollen ernst genommen werden. Er hat gesagt, das kannst du für mich machen. Und das bringe ich jetzt da so um. Also jeder, was das sieht oder der von dieser Krankheit hört, der erzählt es den Nächsten weiter. Sonst wird auch überall umeinander tratscht und überall wird irgendwas geredet, was vielleicht keinen Sinn hat. Aber das hätte einen Sinn. Samuels Mutter wird heute noch ausführlich bei uns zu Wort kommen in Hinter den Schlagzeilen. Davor würde ich gerne mit Ihnen sprechen, Herr Dr. Winkler. Als Arzt muss man natürlich immer ein bisschen eine professionelle Distanz wahren. Aber wenn so ein junger Patient, den Sie behandeln, sich entscheidet, aus dem Leben zu scheiden mit assistiertem Suizid, wie geht es einem da als Mediziner? Naja, natürlich nicht gut. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Patienten und Patientinnen, denen wir doch ein bisschen helfen können, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren wie Samuel, aber den letzten Schritt nicht machen mussten, sondern wieder eine leichte Hoffnung durch eine leichte, wenn auch vielleicht vorübergehende Besserung erzielen konnte. Und das gibt uns ja die Kraft. Wir können ja was tun. Wir können die Erkrankung zwar nicht heilen, aber wir können viele Symptome doch so lindern, dass die Menschen sagen, ja, so geht's, so kann ich leben. Aber wieso war das im Fall von Samuel gar nicht möglich? Samuel, wir haben alles probiert, was an Möglichkeiten gibt, auch etwas, was noch experimentell war, was in Studien derzeit erst erforscht wird. Er hatte das Pech, dass nichts gegriffen hat und in seinem Fall letztlich der Leidensdruck dann so stark war für ihn, dass er das nicht mehr aushalten konnte und seinem Leben bewusst ein Ende gesetzt hat. Sprechen wir vielleicht anlässlich des Falls Samuel ganz grundsätzlich einmal über ME/CFS. Jeder von uns hat mittlerweile, glaube ich, das Wort schon einmal gehört. Die wenigsten wissen, was es genau ist. Klären Sie uns mal auf, was ist ME/CFS genau? Ein ganz unglücklicher Name für eine sehr komplexe Erkrankung. Im Prinzip ist es eine neurologisch-immunologische Erkrankung. Es ist eine Systemerkrankung, die den ganzen Körper, den ganzen Organismus betrifft und im Wesentlichen sich dadurch auszeichnet, dass mir letztlich die Energie fehlt, mein Leben irgendwie zu gestalten. Ich bin völlig erschöpft, habe viele, bis zu 200 Symptome kennen wir, zusätzliche noch Symptome, die mich beeinträchtigen, die manchmal sehr, sehr massiv sind und die letztlich zusammenspielen und mir die Möglichkeit nehmen, mein Leben zu leben. Und in den schwersten Fällen, die immerhin so 5% bis 20% ausmachen, letztlich die Menschen ans Bett zwingen, Pflegebedürftigkeit erfordern und letztlich Betreuung durch Familienmitglieder, durch Mütter etc. Und wer glaubt, das ist eine seltene Krankheit in Österreich, der irrt. Ich habe im Zuge der Vorbereitung gelernt, 80.000 bis 100.000 Menschen in Österreich leiden an ME/CFS. Warum ist diese Krankheit trotzdem so unsichtbar? Sie ist lange bekannt. Die WHO hat sie schon 1969 als neurologische Erkrankung definiert. Sie ist aber nie in unser Bewusstsein gekommen, denn die Erkrankung hat
viele, viele Gesichter, tausende Gesichter. Und wenn man diese Erkrankung nicht kennt und damit regelmäßig zu tun hat, auch als Arzt oder als Gutachter, kann man sie nicht erkennen und dadurch auch nicht behandeln. Und auch heute werden noch diese Patienten oft mit falschen Diagnosen, zum Beispiel mit psychiatrischen Diagnosen, Nervenschwäche, Angst und Depression, missklassifiziert und enthalten natürlich dann auch nicht die richtige Diagnose. Es dauert ja jahrelang teilweise, haben Sie uns erzählt, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Wie erkennt man dann, ob das ME/CFS ist oder irgendwas anderes? Ich denke, es ist wirklich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, sich Zeit zu nehmen für diese Patienten. Zumeist haben sie einen jahrelangen Leidensweg hinter sich. Meine Patienten, zum Beispiel heute wieder Patienten, die 2, 3 Jahre auf der Suche sind nach einer Erklärung für ihre Symptome, die schon viele Ärzte gesehen haben, die die Erkrankung vielleicht nicht gekannt haben, auf der organischen oder auf der psychiatrischen Ebene gesucht haben, auf das Typische, das Wesen, diese massive Erschöpfbarkeit, diese eingeschränkte Belastbarkeit, diese Unfähigkeit, sich zu erholen, nach geringsten Anforderungen sehr erschöpft zu sein, das nicht erkennen. Und ich denke, heute muss man sich Zeit nehmen. Ich brauche für ein Erstgespräch, und ich habe viele Patienten gesehen, gut 1 Stunde bis 1,5 Stunden, um eine Zuordnung vornehmen zu können, eine grobe Zuordnung. Handelt es sich hier um ein Fatigue-Syndrom, ein ME/CFS oder doch um eine ganz andere, vielleicht neurologische oder internistische Erkrankung? Zeit. Und die fehlt in unserem Gesundheitssystem. Massiv angestiegen ist die Zahl der Patienten ja seit der Corona-Pandemie. Wobei Sie ja sagen, seit 1969 ist das schon klassifiziert als Erkrankung. Warum dieser Anstieg, gerade bei Corona? Also immer wenn es epidemiologisch Ausschläge gibt im Rahmen von Epidemien oder gehäuften viralen Erkrankungsphasen, Schweinegrippeviren etc., Influenzaviren, steigen natürlich auch die postinfektiösen, also die postviralen Erkrankungen und diese Fatigue-Syndrome, die Erschöpfungssyndrome. Und natürlich hat auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass vor allem diese postinfektiösen, nach Corona auftretenden Erschöpfungssyndrome viel häufiger geworden sind. Man schätzt circa 5-fach häufiger als davor. Wen trifft das vor allem? Sind das junge Menschen, ältere Männer, Frauen? Lässt sich das irgendwie einschätzen? Ganz grob gesagt, es trifft die Menschen so circa ab der Pubertät bis ins jüngere, mittlere Erwachsenenalter, circa 40, 50 Jahre. Über 65 ist sie sehr selten. Also sie trifft vor allem die sehr jungen Menschen. Einen Gipfel gibt es zwischen 10. und 20. Lebensjahr und dann wieder zwischen 20 und 40 einen zweiten Gipfel. Also das sind die jungen Menschen, die mitten im Leben stehen oder, so wie Samuel, gerade ins Leben starten. Sie sagen, es gibt viel zu wenig Zeit. Es gibt auch viel zu wenig Expertinnen und Experten, die sich damit auskennen, und noch viel zu wenig Anlaufstellen. Jetzt war im Wiener AKH eine Long-Covid-Ambulanz geplant. Das ist jetzt wieder abgesagt worden. Die wäre an die Psychiatrie, soweit ich das verstanden habe, an die Psychiatrieabteilung angeschlossen gewesen. Warum war das der falsche Ansatz offensichtlich? Vielleicht ganz kurz, der Stadt Wien darf man nicht Unrecht tun. Es sind hier 2 Ambulanzen geplant gewesen. Eine von der Stadt Wien, ein PACE-Zentrum, Postakut-Inflammatorisches Syndromzentrum. Das ist nach wie vor in Planung für 2027. Dort sollen, wenn es so sein soll, 5.000 Patienten im Jahr behandelt werden. Das Zweite davon, das muss man trennen, war eine tagesklinische Einrichtung im AKH, die an die Psychiatrie angeschlossen werden hätte sollen. Nur, es ist eine neurologische Erkrankung, die sehr um ihre Anerkennung kämpft und sehr oft als psychiatrische Erkrankung missinterpretiert wird. Ich glaube, man tut der Erkrankung einen Bärendienst, diese Erkrankung an einer psychiatrischen Ambulanz oder Station anzubinden. Also hier wurde man aufmerksam, das ist kein gutes Zeichen, und hat diese Ambulanz jetzt zurückgezogen. Ob das AKH hier eine andere Lösung findet, weiß ich nicht. Jedenfalls, wir hoffen stark darauf, dass die von der Stadt Wien, der PFA und der ÖGK geplante 2027 in Betrieb gehende Ambulanz doch kommt. Nur wir wissen noch nicht wo, wann und wie. Es dauert alles viel zu lange. Bleiben wir vielleicht gleich bei den Behörden. Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, es ist auch eine Schwierigkeit für Betroffene, am Pflegegeld zum Beispiel zu kommen, weil die Krankheit eben auch nicht ernst genommen wird. Was erleben Sie da in Ihrer Praxis? Also gerade heute wieder, ich komme ja direkt aus der Ordination, eine circa 35-jährige Patientin, die gerade auf Rehabilitation, auf Covid-Rehabilitation war, dort fast abbrechen musste, weil sie nicht belastbar genug war, wurde von
einem Versicherungsträger zur Begutachtung vorgeladen, musste 4 Stunden eine Testung ergehen lassen über sich und wurde dann diagnostiziert als Frau mit Reizhusten und Depression. Also, wenn Sie die Patientin kennen, den Leidensweg kennen, fragt man sich, wieso werden hier vorhandene Befunde nicht einmal angefordert, es wird nicht darauf eingegangen und nicht einmal Stellung genommen dazu. Ich denke, hier muss noch viel mehr an Kompetenz bei den Gutachtern, bei den Sachverständigen Einzug halten, um diese Erkrankung auch zu kennen und die Menschen nicht zu Bittstellern zu machen, die sich um Sozialleistungen bemühen, denn sie stehen ihnen zu. Das ist keine Almose, die man ihnen gibt. Wir haben jetzt viel über Zahlen, über Symptome, über die Krankheit gesprochen, aber hinter jeder dieser Krankheit steckt ein Schicksal, steckt ein Mensch, so wie Samuel, über den wir heute sprechen, der mit seinem öffentlichen Posting vielen Betroffenen eine Stimme gegeben hat. Sie waren der behandelnde Arzt von Samuel bis zum Schluss, haben ihn relativ spät erst als Patient übernommen. In welchem Zustand war er denn da und welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht, wie Sie ihn das erste Mal getroffen haben? Also Samuel kann es seiner Mutter verdanken, dass er in ärztliche Behandlung kam, denn sie hat versucht zu schauen, wo gibt es denn jemanden, der sich mit der Erkrankung beschäftigt, und ich glaube, es waren viele Monate, die sie vergangen, und Samuel war schon in Akutkrankenhäusern, war schon bei den Ärzten, man hatte die Erkrankung nicht erkannt, und sie hat mich quasi fast schon genötigt, einen Hausbesuch bei ihm zu Hause zu machen. Ich bin 2 Stunden hingefahren und habe mir... Ja, ich war zufällig am Weg nach einem Kongress nach Salzburg und habe Samuel zu Hause besucht. Und es war völlig klar, denn Sie sehen ein typisches Bild. Die Patienten liegen im Bett, haben Kopfhörer auf, weil Lärm unerträglich ist, haben meistens Sonnenbrillen auf, weil Licht unerträglich ist, und müssen von einer Bezugsperson, hier in dem Fall der Mutter, betreut werden. Sie können sich kein Essen kochen, sie können vielleicht noch auf die Toilette gehen. Samuel war zu diesem Zeitpunkt, das war 2024, Ende 2024, noch im Vergleich relativ gut. Er konnte noch ein paar Schritte im Haus gehen, konnte noch teilweise selbstständig essen und auch das mit dem Computer und dem Handy spielen. Das heißt, da war noch nicht klar, in welche Richtung oder in welche fatale Richtung seine Erkrankung sich entwickelt. Und ich habe natürlich mit der Mutter sehr viel Kontakt gehabt. Wir haben vieles besprochen, um die Zeit, die Samuel mit mir verbringen musste, so kurz und effizient wie möglich zu halten. Damals war noch die Hoffnung, ihn herauszubringen aus diesem schweren Stadium. Leider ist es in die andere Richtung gegangen. Es ist ihm ja dann immer schlechter gegangen. Und kurz vor seinem Tod, vor dem assistierten Suizid, haben die Kollegen von Thema ihn noch einmal zu Hause besucht. Und da hat er ein allerletztes Interview gegeben. Und da hören wir kurz gemeinsam hinein. Jede Zelle in meinem Körper funktioniert nicht oder funktioniert falsch. So fühlt es sich an. Man rennt am Marathon mit hohem Fieber. Ja, das waren die letzten Worte von Samuel. Am 30. Jänner 2026, also vor kurzem, hat er seinem Leben dann ein Ende gesetzt mit einem assistierten Suizid. Hilfe für Betroffene blenden wir übrigens jetzt ein. Wir haben es schon besprochen, die Mutter von Samuel hat ihn bis zuletzt gepflegt, sich rührend um ihn gekümmert. Wir haben natürlich auch sie hierher ins Studio eingeladen. Sie hat gesagt, das ist ja zu anstrengend, das schafft sie noch nicht. Deshalb haben wir unsere Kollegin Hannah Hager zu ihr nach Hause geschickt, ein Interview mit ihr gemacht. Das Ganze hat 1 Stunde gedauert und die berührendsten Passagen, die sehen Sie jetzt in einem Zusammenschnitt. Er war ein sehr lebensfrohes, sehr braves Kind, sehr hilfsbereit, gutmütig, immer auch um andere sie gesorgt und ja, einfach sehr viel in der Natur, sehr viel Sportarten ausprobiert, von Skateboarden bis Skifahren bis Fußball. Also ich glaube, er hat da in seiner Kindheit wirklich nichts auslassen. Einfach alles ein bisschen durchprobieren. Manche Sachen sind dann einfach auch noch geblieben. Ja, er war immer, ja, wie gesagt, sehr, sehr lebensfroh, sehr ehrgeizig. Ja, einfach, er hat schon Pläne für sein Leben gehabt, ja. Also, so dass ich sage, ja, er wollte schon was erreichen in seinem Leben. Er wollte beruflich was erreichen, er wollte Familie haben und ja, also schon sehr
Ja, sehr, sehr, sehr lebensfroh und einfach sich am Leben einfach erfreut. Und darum war es halt einfach dann auch für ihn so schwierig, dann mit dieser Situation dann umzugehen, mit dieser Krankheit, dass einfach das Schöne am Leben für ihn nicht mehr zu genießen ist. Wann war das? Ja, das hat begonnen im Sommer 24, wo er die Corona-Infektion gehabt hat. Und dann hat man immer wieder schon schleichend gemerkt, irgendwas ist anders, nachdem er wieder arbeiten gegangen ist. Es sind halt immer wieder so Kleinigkeiten und Symptome aufgetaucht, wo wir zuerst selber auch nicht gewusst haben, in welche Richtung geht das, was ist das, ja. Aber er selber hat dann irgendwann einmal gesagt, kennst du diese Erkrankung? Er hat gesagt, das könnte so was sein, wie ich zuerst gesagt habe. Er hat immer gern irgendwo recherchiert und nicht alles einfach so, okay, das ist so, sondern immer dem Ganzen nachgegangen. Und ja, wie gesagt, wir haben zu der Zeit auch damals nicht gewusst, was das für eine Erkrankung ist. Ja. Aber es war naheliegend. Es sind so viele Symptome dabei gewesen, wo man sagt, okay, das würde passen. Ja. Was waren das für Symptome? Ja, es hat begonnen mit Schwindel, Übelkeit. Dann ist es eigentlich schon so gekommen, dass er gesagt hat, er ist relativ miert, er kann nicht mehr so weit gehen, Konzentrationsschwierigkeiten, teils auch ein bisschen Sachen halt zu formulieren, dass ihm halt einfach so, man sagt, die Worte fehlen ihm. Ja, und das ist dann eigentlich immer, diese Symptome eigentlich dann immer schlechter waren. Und natürlich, was macht man dann? Man sucht Ärzte, man sucht Hilfe. Ja, das ist uns am Anfang nicht wirklich geglückt, da jemanden zu finden, der sich damit auskennt. Alles so, ja, Fehldiagnosen, wie spazieren gehen, Sport machen, diese typischen Sachen, geh an die frische Luft, das wird da gut tun und solche Sachen. Wo wir dann aber auch schon gemerkt haben, okay, das ist es einfach nicht. Und ja, und dann ist es eigentlich wirklich relativ schnell gegangen, dass das dann dazugekommen ist mit Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit und dass er dann wirklich schon so schwach war, dass er wirklich ins Bett gefallen ist, kann man so sagen. Und dass er dann wirklich sein Essen nur mehr in sein Zimmer gehabt hat, dass er eigentlich rund um die Uhr alles in sein Zimmer angespült hat. Ja. Und dann bin ich halt eben selber weiterhin auf die Suche gegangen und gesagt, ich muss irgendwen finden, der sich, wenn es diese Krankheit ist, der sich auch mit dieser Krankheit auskennt. Und das war auch nicht immer sehr leicht. Ja, habe mich halt dann zum Computer gesetzt und habe halt gesucht und ich habe auch ganz genau gewusst, ich brauche jemanden, der zu uns heimkommt. Weil er einfach nicht mehr transportfähig war, weil ihm das einfach zu viele Kräfte kostet. Und jede Überanstrengung hat es wieder schlechter gemacht. Und ja, das war halt einer von den schlimmsten Zeiten, weil ich einfach gesehen habe, ich kann ihm irgendwie nicht helfen, ich muss einfach jetzt, ich muss was finden. Ich kann jetzt mit Hausarzt oder Krankenhaus einfach nichts mehr machen. Dort sind wir überall, im Grunde genommen, auf Granit gestoßen. Ja? Weil keiner gesagt, wir kennen sie nicht aus, wir können euch nicht helfen. Und ich habe aber gesehen, meinem Bub geht es Tag und Tag schlechter. Ja? Und dann war Gott sei Dank dieser Moment, wo ich in Herrn Winkler gefunden habe, der dann wirklich unsere Rettung war, der uns dann geholfen hat, der dann gesagt hat, ja, so wie wir sich das beschreiben, das hört sich alles so an und der ist auch wirklich zu uns heimgekommen und hat uns die Diagnose gestellt und dann auch dementsprechend behandelt. Und für das bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Dass endlich dann eine Person da war oder ein Arzt da war, der gesagt hat, ich glaube euch das, was ihr da sagt. Ja. Sie kennen Ihren Sohn natürlich sehr, sehr gut. Wie war denn das für ihn persönlich? Also war er am Anfang noch hoffnungsvoll und hat sich gedacht, das wird schon wieder? Oder hat man dann richtig irgendwann so einen Bruch gemerkt, wo er quasi die Hoffnung verloren hat, dass es besser wird?
Ja, also er hat schon die Hoffnung gehabt, sehr lange. Es ist auch so, dass er am Anfang zwar dann geahnt hat, okay, ich habe diese Erkrankung, dann hat er es bestätigt gehabt und dann war schon so eine Phase, wo er gesagt hat, ist das jetzt wirklich so? Betrifft mich das wirklich? Habe ich das jetzt wirklich? Schon so ein bisschen ein Kampf zwischen, eigentlich will ich es ja gar nicht, ich weiß zwar, dass ich es habe, aber irgendwie möchte ich es doch nicht haben. Und dann schon so, wie er die Diagnose gehabt hat und wie wir auch den Arzt dann gefunden haben und wie gesagt hat, okay, ja, das schaut jetzt ganz gut aus und da ist jetzt jemand, der kann uns helfen und der glaubt uns und war er schon sehr hoffnungsvoll, ja. Wenn man das jetzt zeitlich einordnet, wie war denn die Zeit damals? Naja, das war im Sommer letzten Jahres, wo wir im Frühjahr noch geglaubt haben, okay, es schaut eigentlich sehr gut aus, es geht eher bergauf wie bergab. Und dann war einfach so ein Wendepunkt, wo wir eigentlich gesucht haben, verzweifelt gesucht haben, warum wird es jetzt schlechter? Wo ist der Auslöser? Aber wir haben ihn einfach nicht gefunden. Der Samuel hat dann sich letztlich für den assistierten Suizid entschieden. Können Sie uns sagen, wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist, beziehungsweise wie Sie das erste Mal mitbekommen haben? Hat er da mit Ihnen drüber gesprochen? Ja, das war in der Zeit, wo es ihm wirklich am allerschlechtesten gegangen ist. Und er dann das geäußert hat, Mama, ich will nicht mehr leben. Ja, was dann natürlich für mich einmal sehr, sehr schwierig war. Und ja, ich einfach dann mit ihm darüber geredet habe oder er mir dann erzählt hat, einfach warum, ja, warum das so ist oder warum er einfach diese Sterbehilfe möchte, ja. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich verstehe es, aber ich verstehe es trotzdem nicht, ja. Also so, ich verstehe es, dass er das möchte, weil ich einfach auch mit ansehen habe müssen oder einfach gesehen habe, wie er manchmal wirklich leidet, ja. Was in seinem Körper tatsächlich vorgegangen ist oder wie schwer das Leid war, das kann ich nicht sagen. Das kann nur derjenige sagen, der es selber erlebt, ja. Aber ich weiß schon, dass ihm wirklich sehr, sehr schlecht gegangen ist, ja. Und in dieser Zeit, wo es ihm auch so schlecht gegangen ist, hat er auch wieder sehr eine enge Beziehung zu Gott aufgebaut. Und das hat ihm, glaube ich, auch zusätzlich dabei geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn Sie der Welt noch irgendwas über den Samuel mitgeben wollen würden, was sollen unsere Zuseherinnen über ihn wissen? Oder was hätten Sie gern? Wie soll er erinnert werden? Ja, er war einfach ein großartiges Kind. Ja. Gut, ich kann das gar nicht so in Worte ausdrücken. Er war einfach, ja, einfach das Wertvollste, wie ich oft gesagt habe, einfach das Wertvollste, was ich in meinem Leben gehabt habe oder was ich nach wie vor habe, weil es kann man keiner nehmen. Und ja, dass ich, wie gesagt, irrsinnig stolz bin, was er da gemacht hat und wie er das gemacht hat.
Ja, und dass ich einfach so unendlich dankbar bin für die Zeit, die ich mit ihm gehabt habe. Da muss man mal durchatmen nach diesem emotionalen Interview. Vielen Dank, Frau Prinz, für Ihre Offenheit und für dieses Interview. Herr Dr. Winkler, wir haben das jetzt gemeinsam zum ersten Mal gesehen. Das geht Ihnen schon noch nah als Arzt, oder? Sind Sie mit der Familie noch in Kontakt? Ja, ich halte mit der Mutter Kontakt. Gerade erst letzte Woche hat sie gesagt, sie hat beim Begräbnis Geld gesammelt. Für die ME/CFS-Forschung. Wo sie es hingeben soll. Also wir haben Kontakt. Wie wurde dieser assistierte Suizid, Sie hat es gerade gesagt im Interview, er hat sich das irgendwann mal überlegt und gesagt, Mama, ich mag nicht mehr. Wie wurde das vorbesprochen ärztlich mit Ihnen? Ich war nicht involviert in diese Entscheidung. Also auch ich wurde von Samuel letztlich und von seiner Mutter vor die Tatsache gestellt, er hat sich dafür entschieden. Denn ich habe für mich festgemacht, ich werde nicht als Gutachter für assistierten Suizid zur Verfügung stehen. Das ist auch gegen meine ethische Grundhaltung. Aber es ist zu akzeptieren und er hat mit zwei anderen Ärzten ein Gutachten eingeholt, die letztlich seine Diagnose, sein Leiden bestätigt haben, um dann auch diese Medikamentenfreigabe, die den Tod dann herbeiführt, auch abzusichern und medizinisch auch zu verifizieren. Wir haben es gehört gerade im Interview, Frau Prinz hat gesagt, wie schwer das war, einen Experten, eine Expertin zu finden, der das ernst nimmt, der sich damit auskennt. Sie sind einer der wenigen in Österreich, den es gibt. Wie lang ist denn Ihre Warteliste, beziehungsweise können Sie überhaupt alle Menschen behandeln, die zu Ihnen kommen? Nein, also wie gesagt, ich bin nicht der Einzige. Wir haben noch ein paar sehr, sehr erfahrene, tolle Kollegen aus der Neurologie. Wir haben aber alle das gleiche Problem. Wir können keine neuen Patienten derzeit mehr aufnehmen, weil wir, auch wenn wir 5, 6 Tage in der Woche arbeiten, die Kapazität nicht mehr haben. Ich freue mich aber immer wieder, wenn ich höre, dass ein neuer Kollege oder eine Kollegin sich darum bemüht, hier Kompetenz zu entwickeln. Und wir brauchen dringendst Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen und uns hier unterstützen. Wir sind viel zu wenige. Und auch das Nationale Referenzzentrum AKH ist eine Anlaufstelle, wo sich auch Kollegen informieren können, um Informationen zu bekommen. Ich denke, wir brauchen noch viele Kollegen, die hier Unterstützungsarbeit leisten. Wäre auch die Politik gefordert? Natürlich. Inwiefern? Natürlich. Ich denke, wir brauchen hier raschest und nicht in einigen Jahren Anlaufstellen. Und die Politik hat es ja versprochen, dass wir in den Bundesländern Anlaufstellen bekommen, wo ich als Betroffener mich einmal hinwenden kann, um Informationen zu bekommen, eine Vernetzung, eine Verlinkung, wer ist für mich zuständig, welche sozialen Angebote, Hilfsunterstützungen gibt es. Und das Zweite, was wir benötigen würden, auch da sollte die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, die ja vorhanden sind. Im Prinzip, wir brauchen mobile Dienste, zum Beispiel Nurses, Krankenschwestern, die zum Beispiel und Pfleger in die Häuser gehen, einmal eine Situation erheben, um zu schauen, was braucht es denn hier vor Ort, damit die Betroffenen, ihre Familien nicht mühsamst irgendwo ein Pflegegeld oder eine Berufsunfähigkeitspension über 25 Ecken sich organisieren müssen, Umwege hingehen, Zeit vergeht und das Leiden nicht beendet wird. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch hier die Sensibilisierung für dieses Thema. Natürlich ist nicht alles ME/CFS, was so aussieht. Auch ich habe viele Patienten, heute habe ich eine 85-Jährige gehabt, Sie haben kein ME/CFS, ich kann Sie beruhigen, Sie haben eine andere Erkrankung. Aber auch das ist wichtig, eine klare Diagnose zu machen. Und da brauchen wir diese mobilen Dienste und die Referenzzentren. Die fordern wir schon sehr von der Politik. Vielleicht kurz zum Schluss noch für Samuel, kommt das leider zu spät, aber gibt es in der Forschung Ansätze international, dass man diese Krankheit heilen kann oder besser in den Griff bekommen kann? Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen heilen, wir können viele Erkrankungen nicht heilen, aber lindern, das Leid lindern, ja. Und wir haben mehrere Studien jetzt in Deutschland, international in Amerika laufen, die verschiedenste, vor allem neurologische Therapien untersuchen. Es sieht vielversprechend aus, dass wir doch die eine oder andere Facette dieser Erkrankung besser behandeln können. Von Heilung möchte ich noch nicht sprechen, aber es ist sehr
vielversprechend, was sich tut, aber es dauert auch noch. Die nächsten Studienergebnisse werden erst Mitte oder Ende des Jahres kommen, aber wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir hier bessere Tools und Werkzeuge zur Verfügung haben werden. Ich hoffe, wir haben Samuels letzten Willen damit erfüllt, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Herr Dr. Winkler, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und alles Liebe. Danke Ihnen. Danke, Frau Prinz, nochmal für Ihre Bereitschaft zum Interview und Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuschauen. Das war ein bisschen eine ernstere Ausgabe von Hinter den Schlagzeilen heute am Donnerstag, aber wie ich finde, eine sehr, sehr wichtige. Nachhören können Sie unsere Sendung wie immer auch als Podcast sound.orf.at. Im Teletext auf Seite 336 finden Sie alle Infos zur Sendung und wenn Sie Feedback zu unserer Sendung haben, schreiben Sie uns gerne an schlagzeilen.orf.at. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Bis morgen. Ich freue mich auf Sie.